Willkommen zurück zur KI-Weltreise. Diesmal beginnen wir etwas anders. Ich bin der digitale Zwilling von Robert Horschitz und einer ihrer Reiseleiter für unsere Weltreisen. Robert und Birgit stehen uns als Producer bzw. für die technische Regie im echten Leben zur Verfügung. Wenn wir in Österreich oder Deutschland das Wort Regulierung oder EU AI Act hören, denken wir oft an Bremser, an Formulare und an Stillstand. Viele Unternehmen haben Angst, dass die neuen Gesetze ihre Innovation ersticken. Aber heute ändern wir diese Perspektive. Wir reisen an einen Ort, der eines der komplexesten Verkehrssysteme der Welt hat. Ein Ort, der ohne strenge Regeln sofort im Chaos versinken würde. Wir reisen nach Venedig. Dort lernen wir, dass gute Regeln wie Seekarten sind. Sie hindern uns nicht am Fahren, sie verhindern, dass wir auf Grund laufen. Und wir sehen, warum saubere Daten das Holzpfahlfundament sind, auf dem euer ganzer KI-Palast steht. Kommt mit in die Lagune, lasst uns sehen, wie aus Compliance ein Wettbewerbsvorteil wird. Vorhang frei für unsere diesmalige Reise. Also wenn wir in Deutschland so Begriffe hören wie Regulierung oder EU AI Act, da gehen ja bei vielen sofort die Alarmglocken an. Man denkt an Bürokratie, an Fesseln, an eine Bremse für die Innovation. Ich spüre das in vielen Gesprächen mit Unternehmen, diese Sorge. Erstickt Europa unsere KI-Ambitionen, bevor sie, überhaupt richtig fliegen lernen? Absolut. Heute wollen wir diese Perspektive aber mal komplett auf den Kopf stellen. Ich lade dich ein auf eine gedankliche Reise. An einen Ort, der nur durch ein unglaublich komplexes, strenges Regelwerk überhaupt existieren kann. Ein Ort, der ohne Regeln sofort im Chaos versinken würde. Wir reisen nach Venedig. Ein wunderbares Bild. Und genau diese Reise soll uns ja als Kompass dienen. Die Kernidee ist nämlich, gute Regeln sind wie Seekarten. Okay. Wir wollen heute mal erkunden, wie aus dieser gefürchteten Compliance ein echter strategischer Wettbewerbsvorteil werden kann. Unsere Mission ist es, den EU AI Act nicht als Bedrohung zu verstehen, sondern, ich sag mal, als eine dringend benötigte Navigationshilfe. Okay, dann lass uns direkt in dieses Bild eintauchen. Ich stehe jetzt gedanklich am Canal Grande. Es ist ganz früh am Morgen. Überall wimmelt es von Booten. Ja? Da sind die Vaporettos, diese Wasserbusse, die ganz präzise ihre Anlegestellen ansteuern. Dazwischen ziehen elegante Gondeln fast lautlos ihre Bahnen. Dann schieben sich diese schwerfälligen Lastkähne vorbei. Und? Und die Polizei. Und immer wieder kreuzt ein schnelles Polizeiboot den Weg. Auf den ersten Blick wirkt das doch wie pures Chaos. Richtig. Aber es passiert nichts. Alles fließt. Wie kann das funktionieren? Und was hat das mit der KI-Landschaft in Unternehmen zu tun? Das ist die perfekte Beobachtung. Es funktioniert, weil es unsichtbare Regeln gibt. Geschwindigkeitsbegrenzungen, Einbahnstraßenkanäle, Vorfahrtsregeln, festgelegte Routen für die verschiedenen Bootstypen. Diese Ordnung ist nicht offensichtlich, aber sie ist der Grund, warum der Verkehr überhaupt fließen kann. Und das ist die exakte Parallele zur Situation in vielen Organisationen heute. Okay. Du hast unzählige KI-Projekte, das sind deine Boote im Kanal. Hier ein Chatbot, dort ein Analysemodell, daneben ein Automatisierungsprojekt. Jedes für sich ist sinnvoll. Aber ohne zentrale Steuerung, also eine Art Hafenbehörde oder Governance, fangen die an, sich gegenseitig zu behindern. Was bedeutet das denn konkret, sich behindern? Kollidieren die dann? Im übertragenen Sinn, ja. Ein klassisches Beispiel. Die Marketingabteilung entwickelt ein KI-Tool für personalisierte Ansprache, optimiert auf maximale Öffnungsraten. Okay. Gleichzeitig baut der Vertrieb ein System, das die langfristige Kundenbindung messen soll. Und plötzlich stellt man fest, die aggressiven Marketing-Mails des einen Systems verärgern die wertvollsten Kunden des anderen. Die Boote fahren gegeneinander. Verstehe. Ohne eine Übersicht, ein KI-Inventar, weiß ja niemand, welche Boote überhaupt im Unternehmen unterwegs sind. Man riskiert Doppelarbeit, widersprüchliche Ergebnisse und unbemerkte Risiken. Und da kommt jetzt der Gedanke von Regulation as Enabler ins Spiel. Die Regulierung als Wegbereiter. Genau. Der EU AI Act zwingt Unternehmen quasi dazu, diese Verkehrsordnung zu schaffen. Er verlangt eine Übersicht, eine Risikobewertung, klare Verantwortlichkeiten. Das klingt nach Aufwand.
Ja, das ist es anfangs auch, aber das Ergebnis ist eben nicht Stillstand, sondern ein geordneter Verkehrsfluss. Erst wenn du weißt, welche Systeme du hast, kannst du KI sicher und strategisch skalieren. Ohne diese Regeln bleibt es bei einem chaotischen Schiffsstau. Das Bild des fließenden Verkehrs ist stark. Aber Venedig hat ja noch eine andere, unsichtbare Ebene. Lass uns mal die Perspektive wechseln und unter diese glitzernde Wasseroberfläche schauen. Worauf ist diese ganze Pracht eigentlich gebaut? Man vergisst es ja leicht, aber Venedig steht auf einem Fundament aus Millionen von Holzpfählen, die vor Jahrhunderten in den Schlamm gerammt wurden. Man sieht sie nicht, aber sie tragen alles. Jeden Palast, jede Kirche. Und diese Pfähle sind jetzt unsere Metapher? Für das, was die KI trägt. Die Daten. Okay, Daten als Fundament. Das leuchtet ein. Aber was bedeutet es, wenn du von morschen Pfählen sprichst? Was ist ein morsches Datenfundament in der Praxis? Ein morsches Fundament bedeutet, dass deine Daten fehlerhaft sind, verzerrt, unvollständig, veraltet. Stell dir ein Unternehmen vor, das eine KI zur Bewerbervorauswahl einsetzt. Über Jahre hinweg wurden in diesem Unternehmen unbewusst eher männliche Bewerber für Führungspositionen bevorzugt. Diese historischen Daten sind der Schlamm, in den du jetzt deine KI-Pfähle rammst. Ah, okay. Das KI-System lernt aus diesen Daten und folgert, männliche Bewerber scheinen besser geeignet zu sein. Es fängt an, systematisch weibliche Bewerberinnen zu benachteiligen. Der Palast, also dein KI-Modell, stürzt nicht sofort ein. Sondern? Er beginnt sich ganz langsam zu neigen. Die Ergebnisse wirken auf den ersten Blick noch plausibel, aber sie sind subtil vergiftet. Und du hast eine unsichtbare, tickende Zeitbombe im Keller. Und der AI-Act zwingt mich jetzt, in diesen Keller zu schauen. Exakt. Anforderungen wie die lückenlose Dokumentation der Datenherkunft, die sogenannte Data Lineage, sind keine bürokratische Schikane. Sie sind eine Stabilitätsprüfung für dein Fundament. Okay. Du musst nachweisen können, woher deine Daten kommen, wie sie verändert wurden. Das ist ein ehrlicher Blick unter die Wasserlinie. Hier stoßen wir auf das Konzept der technischen Schulden. All die alten Datenprobleme, die man jahrelang ignoriert hat. Wie ein tropfendes Rohr im Keller. KI löst diese alten Probleme nicht, sie verstärkt sie mit brutaler Wucht. Datenqualität ist damit keine IT-Frage mehr. Sondern? Sie wird zur zentralen Führungsaufgabe. Ein solides Fundament ist also die eine Sache. Aber selbst wenn Venedig stabil gebaut ist, konnten die Handelsschiffe ja nicht einfach ziellos losfahren. Sie brauchten Orientierung. Das bringt mich zu unserem nächsten Bild, dem Dogenpalast. Ja, Genauer zum Sala dello Scudo, dem Kartensaal. ein faszinierender Ort. Die Wände sind bedeckt mit riesigen, unglaublich detaillierten Seekarten. Das war damals keine Deko. Das waren überlebenswichtige, strategische Werkzeuge. Für einen Kapitän war so eine Karte der Unterschied zwischen einem erfolgreichen Geschäft und dem Schiffbruch. Diese Karten schufen Transparenz über Routen, Gefahren, Möglichkeiten. Und heute ist die große Klage bei KI ja oft genau das Gegenteil. Die Blackbox. Absolut. Das System liefert ein Ergebnis, aber keiner weiß so recht, wie es zustande kam. Ist das die Verbindung zu den alten Karten? Absolut. Die Transparenzpflichten des AI-Acts zielen genau auf dieses Blackbox-Problem ab. Sie verlangen, dass die Route einer KI-Entscheidung nachvollziehbar wird. Man muss nicht mehr nur das Ziel kennen, also das Ergebnis, sondern auch den Weg dorthin erklären können. Explainable AI. Genau, das Prinzip der erklärbaren KI. Aber ist das nicht eine enorme Belastung? Muss jetzt jeder Anwender die komplexe Mathematik hinter einem neuronalen Netz verstehen? Viele fürchten ja, das macht leistungsstarke Modelle unmöglich. Das ist ein häufiges Missverständnis. Es geht nicht darum, jede einzelne mathematische Operation offenzulegen. Sondern? Es geht darum, die Logik und die entscheidenden Faktoren hinter einer Entscheidung verständlich zu machen. Nehmen wir an, eine KI lehnt einen Kreditantrag ab. Okay. Die Erklärbarkeitspflicht bedeutet nicht, dass die Bank dem Kunden einen 300-seitigen Codeausdruck geben muss. Sie bedeutet, dass das System sagen können muss, der Antrag wurde abgelehnt aufgrund von Faktor A, B und C. Also zu geringes Einkommen, zu hohe Schulden. Zum Beispiel. Wer solch eine saubere Karte seiner KI-Prozesse vorlegen kann, gewinnt massiv an Vertrauen bei Kunden, bei Partnern, bei Behörden. Transparenz ist hier kein Risiko. Es ist ein Mechanismus, der Risiken aktiv reduziert. Das macht Sinn. Nachvollziehbarkeit, nicht akademische Beweisführung.
Das führt mich aber zu einer weiteren großen Sorge. Gilt das alles für jede Art von KI? Oft heißt es ja, Regulierung schert alles über einen Kamm. Das ist eine entscheidende Frage und sie bringt uns zu unserem nächsten Bild in Venedig. Stell dir vor, wir stehen wieder am Wasser, diesmal am Giudecca-Kanal. Okay. Eine kleine, wendige Gondel gleitet vorbei, sie darf fast überall fahren. Das Risiko ist minimal. Weiter draußen siehst du aber auch ein riesiges Kreuzfahrtschiff, einen echten Tanker. Der darf natürlich nicht in die kleinen Kanäle. Eben. Der unterliegt völlig anderen, viel strengeren Regeln. Nicht, weil das Schiff an sich böse ist, sondern weil das Schadenspotenzial bei einem Fehler gigantisch wäre. Und diese Unterscheidung zwischen Gondel und Tanker ist die Logik des AI-Acts. Genau, das ist der risikobasierte Ansatz. Die Technologie wird nicht pauschal bewertet, sondern immer ihre konkrete Anwendung. Die zentrale Frage ist nicht, Was kann die KI? sondern Sondern? welchen Schaden kann diese spezifische Anwendung anrichten? Es gibt grob 4 Stufen. Die meisten Anwendungen fallen unter minimales Risiko. Das ist unsere Gondel. Spamfilter, Empfehlungssysteme in Shops, KI in Videospielen. Und da passiert, Da gibt es praktisch keine neuen Auflagen. Der Gesetzgeber will Innovation hier ja nicht behindern. okay, das ist schon mal eine wichtige Entlastung für viele. Was kommt danach? Dann gibt es Systeme mit spezifischen Transparenzpflichten. Chatbots zum Beispiel oder Deepfakes. Da muss klar sein, ich interagiere mit einer Maschine. Verstehe. Und dann kommt die entscheidende Kategorie, das hohe Risiko. Das ist unser Tanker. Also Personalauswahl, Kreditvergabe, genau, Medizin, Justiz, wo eine Fehlentscheidung gravierende Folgen haben kann. Hier gelten die strengsten Regeln. Dokumentation, menschliche Aufsicht, Qualität. Und dann gibt es noch eine ganz kleine Gruppe von inakzeptablen Risiken, die komplett verboten werden. Wie Social Scoring durch Staaten. Die Kernbotschaft ist also, ich muss wissen, ob ich eine Gondel oder einen Tanker steuere. Richtig. Und erst dann weiß ich, welche Regeln für mich gelten. Das schafft ja tatsächlich eine gewisse Klarheit. Ja, diese Differenzierung entlastet am Ende sogar. Denn wer weiß, dass er eine Gondel steuert, kann befreit innovieren. Und wer einen Tanker steuert, bekommt klare Leitplanken, um seine Risiken zu managen. Das Wort Schutz ist ein gutes Stichwort. Du hast Venedig als einen Ort beschrieben, der ohne Regeln untergehen würde. Das ist ja durchaus wörtlich zu nehmen. Was uns zum vorletzten Bild bringt, dem Mose-System. Ja, dafür fahren wir aus der Stadt hinaus zu den Öffnungen der Lagune. Dort liegen diese riesigen gelben Tore des Flutschutzsystems. Das Auffälligste daran ist, man sieht sie die meiste Zeit gar nicht. Sie liegen unsichtbar am Meeresboden. Nur wenn Gefahr droht, wenn das Hochwasser kommt, heben sie sich aus dem Meer und bilden ein schützendes Bollwerk. Aber ist ein Fluttor nicht trotzdem eine Barriere? Etwas, das alles stoppt? So wird Regulierung ja oft wahrgenommen, als eine Mauer. Das ist der entscheidende Punkt. Mose ist keine permanente Gefängnismauer. Okay. Es ist ein dynamischer Schutzwall. Er aktiviert sich nur bei Bedarf. Und genauso sollte man den AI-Act verstehen. Er soll das Unternehmen vor den Fluten schützen, die durch unkontrollierte KI entstehen können. Fluten von Klagen, von Reputationsschäden. Von unkalkulierbaren Haftungsrisiken, die ein Unternehmen ruinieren können. Compliance ist hier eine Form der Versicherung. Abstrakte Begriffe wie Guardrails oder Cyber Resilience werden hier plötzlich greifbar. Es geht darum, nicht naiv zu hoffen, dass nie ein Fehler passiert. Das ist unmöglich. Sondern robust genug zu sein, um Fehler zu überstehen. Es ist ein Wandel von einem reaktiven zu einem präventiven Denken. Genau. Ohne Mose wäre Venedig der Flut ausgeliefert. Mit Mose bleibt es ein bewohnbarer, prosperierender Ort. Das ist ein starkes Bild. Es geht nicht darum, den Hafen zu schließen, sondern ihn stromsicher zu machen. Lass uns diese Reise mit einer letzten, positiven Vision abschließen. Die Sonne geht auf, ein Handelsschiff verlässt die Lagune und am Mast weht die venezianische Flagge. Ist das nur ein Herkunftsnachweis? Historisch war diese Flagge unendlich viel mehr. Sie war ein Versprechen, ein globales Markenzeichen. Ah, Wer unter venezianischer Flagge segelte, signalisierte Qualität, Sicherheit, Verlässlichkeit. Handelspartner wussten, hier gelten die strengen Regeln, Verträge werden eingehalten, Verantwortung wird übernommen.
Dieses Siegel von Vertrauen war ein unschätzbarer Wettbewerbsvorteil. Und du glaubst, so etwas könnte heute wieder entstehen? Dass das Label AI Act Compliant zu einem globalen Qualitätsmerkmal wird? Ist das nicht etwas zu optimistisch? Ich bin überzeugt davon. Wir sehen ja schon die Anfänge. Das Siegel Trustworthy AI Made in Europe wird zu einem echten Verkaufsargument. Während andere Regionen vielleicht auf eine Art Piraten-KI setzen, schnell, aggressiv, ohne Rücksicht auf Verluste, können europäische Firmen etwas anderes anbieten. Verlässlichkeit, Transparenz, Sicherheit. Das mag im Sprint langsamer wirken. Richtig, aber es ist die Grundlage für einen Marathon. Gerade im B2B-Bereich, in der Gesundheit, bei den Finanzen, da ist Vertrauen die härteste Währung. Klar. Dieser Fokus auf vertrauenswürdige KI ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Wir verlagern den Wettbewerb von einem reinen Feature Race hin zu einem Trust Race. Und da ist Europa hervorragend positioniert. Fassen wir unsere Reise durch Venedig also zusammen? Wir haben gesehen, Regeln müssen keine Fesseln sein. Sie können Navigation ermöglichen. Die Kanäle brauchen eine Verkehrsordnung. Das Fundament braucht stabile Pfähle. Die Kapitäne brauchten Seekarten. Und die ganze Stadt braucht ein Schutzsystem, um zu bestehen. Venedig existiert nicht trotz, sondern wegen seiner Regeln. Und KI wird nur dann erfolgreich sein, wenn sie verantwortungsvoll gestaltet wird. Auf den Punkt gebracht bedeutet das, Compliance ist keine lästige Pflicht mehr, die man an eine Abteilung delegiert. Sie wird zu einer strategischen Kernkompetenz. Okay. Es geht nicht darum, Innovation zu verhindern, sondern sie beherrschbar, sicher und damit erst skalierbar zu machen. Der EU AI Act ist keine Bedrohung. Er ist eine Lizenz zum Navigieren. Und mit diesem Gedanken möchten wir dich zurücklassen. Anstatt jetzt passiv darauf zu warten, dass die Regulierung mit voller Wucht auf dich zukommt, könntest du die Perspektive wechseln. Wie könntest du schon heute damit beginnen, die Seekarten für deine KI-Systeme zu zeichnen? Wie könntest du dein Datenfundament prüfen und stabilisieren, um dir nicht nur Rechtssicherheit, sondern einen entscheidenden Vertrauensvorsprung am Markt zu sichern, bevor es alle anderen tun müssen?